Naja, ich war da konkret weniger damit befasst. Es gab immer das Prinzip, das allgemeine Prinzip, dass, naja, so wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Oder umgekehrt, der Lohn des Einzelnen hängt von seiner ganz persönlichen Leistung ab. Und insofern hatten wir aber schon eigentlich von Anfang an, hat sogar Bezug darauf gegeben, auf dieses berühmte Taylor-System. Dass also faktisch Arbeitsgänge in ganz einzelne Teilschritte zerlegt werden, dass sie zeitlich bewertet werden, als Norm vorgegeben werden und dann, dass bei Einhaltung der Norm eine normale, in Anführungsstrichen, Bezahlung desjenigen erfolgt. Und wenn er die Norm überbietet, dass er dann prozentual der Überbietung der Norm dann auch einen höheren persönlichen Anteil in Form von Lohn erhält. Das ist eine Form, die eigentlich über fast alle Jahre der DDR eine Grundlage der Entlohnung in der Produktion gespielt hat. Es gab dann im Zuge der Zeit, wurden dann sogenannte Prämienlöhne eingeführt. Da wurde die Lohnhöhe nicht nur von der Normerfüllung abhängig gemacht, sondern es wurden ganz bestimmte Ziele gestellt. Wenn du das und das erreichst, kriegst du neben deiner Normüberbietung noch eine Vergütung in der und der Form. Also dieses Prämienlohnsystem. Es hat sich meines Erachtens bewährt, das Neurerwesen, das war ja auch eine Form der materiellen Interessiertheit. Eigentlich waren alle aufgerufen, sogenannte Verbesserungsvorschläge zu machen. Und das lag ja auch auf der Hand. Leute, die an der Drehbank, an der Fräse standen, die wussten ja genau, was hätte man besser machen können. Da sehe ich, dass da Leerlauf ist. Und da gab es also direkt ein organisiertes Neurerwesen, wo also jeder aufgerufen oder aufgefordert war, wenn du eine Idee hast, dann schlag die vor als Verbesserungsvorschlag. Und dann gab es eine Abteilung, die die Verbesserungsvorschläge bewertet hat, die also auch den ökonomischen Nutzen berechnet haben oder nachgerechnet haben. Und wenn ein solcher Verbesserungsvorschlag einen bestimmten Nutzen für den Betrieb brachte, hat der ihn eingereicht hat, einen beachtlichen Teil dieses Nutzens in Form von Geld ausbezahlt bekommen. Da haben einige sich einen Trabant oder einen Wartburg verdient. Das hat es gegeben. Also, und wie gesagt, das war keine Pflicht, so einen Vorschlag zu machen. Aber jeder, der die Idee hatte, der geknobelt hat, der hat sich damit eine weitere Form seines materiellen Lebensniveaus verbessern können. Ja, das würde ich so als Hauptform der Entlohnung sagen. Man hat dann natürlich weitere Dinge experimentiert, aber da weiß ich nicht so genau Bescheid. Man hat zum Beispiel sogar in den letzten Jahren noch im Rahmen der Eigenerwirtschaftung der Mittel, da hat man versucht, in ausgewählten Kombinaten richtigerweise wollte man Reformansätze durchsetzen, hat man also mit der Form der Eigenerwirtschaftung der Mittel, hat man Betrieben überlassen. Die Lohnfonds waren eine zentrale Vorgabe. Der Betrieb musste, das war auch eine Vorgabe, du kriegst so und so viel, darfst du Löhne auszahlen. Und in Form dieser Eigenerwirtschaftung wollte man Betrieben auch die Möglichkeit geben, dass wenn besondere Leistungen vorhanden und nachweisbar waren, dass er eigentlich selber festlegen kann, also heute würde man Tariflohn sagen, dass er selbst entscheiden kann über Lohnhöhen, dass er also auch Lohnfonds überschreiten kann, dass er solche Anreize setzen kann, die er mit seinen Gewinnen noch absichern kann. Das hat man in bestimmten Kombinaten versucht und das hat sich bewährt, aber ist nie in der Breite der Wirtschaft umgesetzt worden. Also wie gesagt, es hat diese Form gegeben, der materiellen Interessiertheit. Und dann natürlich, das war angesprochen, gab es natürlich auch moralisch. Also das Idealbild des Kommunisten war ja, sein erstes Lebensbedürfnis ist Arbeit. Also wir wollten schon ein bisschen erreichen, dass Arbeit zum Bedürfnis, zum Lebensbedürfnis wird. Und das ist ja auch teilweise schon gelungen. Engels hat geschrieben, wenn man es einfach sagt, der Mensch unterscheidet sich vom Affen und von anderen Getieren, dass er arbeiten kann, sinnvoll, dass er einen Kopf hat und arbeiten kann. Und insofern das war schon
Heute wird das ja, oder nach der Wende wurde das ja teilweise diskreditiert. Aber die Frauen haben gearbeitet. Nicht, weil sie mussten, die Familie, das hat natürlich auch eine Rolle gespielt, dass sie die Familie miterhalten mussten. Aber die Frauen, das hat auch ein Stück Freiheit gegeben. Das hat ein Stück Unabhängigkeit gegeben. Viele haben wirklich Arbeit als Bedürfnis gehabt. Und das ist auch im Punkt, ich sag mal, insgesamt schon der Interessiertheit gewesen. Allerdings natürlich immer mit dem Moment auch, für mich persönlich muss etwas herausspringen.